Mir wurde gesagt, ich muss auf Player 5 reagieren, dass er gerade eben was hochgeladen hat, auf was ich reagieren muss. Ich weiß nicht, was es ist. The Speedrun where the Jäger Clan wins. Okay, es geht 8 Minuten und 2 Stunden. Was wird hier gemacht? Es ist kein eigener Speedrun, wird mir gesagt, ja? Okay, das will ich kurz gucken, ja? This is the story of the dumbest speedrun on the Breath of the Wild leaderboards and why it's actually genius. Okay, das hat schon mal was zu heißen, wenn es der dümmste Speedrun ist, weil es gibt einige dumme Speedruns zu BOTW. Also warum er auch gerade diesen Clip zeigt, es gibt einen Speedrun, in dem du den Hund buttern musst. Der heißt, ich glaube wirklich, dieser Speedrun heißt Buttering the Dog %. So, also du musst einfach Butter auf den Hund fallen lassen. Das ist der Speedrun. Es gibt sehr dumme Speedruns in BOTW. I'm of course talking about die% Koga, which is exactly what it sounds like. Ah, okay, aber das habe ich schon mal gehört dass es darum geht, wie schnell kannst du gegen Koga sterben. The goal of die% is to game over as fast as possible, and since there are so many different ways to die in Breath of the Wild, we've got a full drop-down list on the extensions leaderboard over at speedrun.com/BOTW. Also die%, ja, guck mal, das ist so krass, ne? Es gibt einfach verschiedene Kategorien für die%. Die% ist an sich halt eine Kategorie, wie schnell kannst du sterben, aber es gibt einfach verschiedene Arten davon. Also wie schnell kannst du von einer Klippe fallen, wie schnell kannst du durch einen Wächter sterben, durch Eiswasser, wie schnell kannst du ertrinken, wie schnell kannst du durch Bienen getötet werden. Borg, was ist ein Borg? Keine Ahnung, Koga? Ja. OTW-extension. So naturally, one of the options is Koga. Now, I know what you might be thinking. That's ridiculous. It's impossible to get hit by Koga, let alone die. Na, man kann schon gegen ihn sterben, oder? Natürlich kannst du gegen Koga sterben, also wo ist da das Problem? And don't worry, I've done the testing and I can confirm that his attacks do have hitboxes. Macht der einem sonst keinen Schaden? Hä? Verarsch mich nicht. Weiß nicht, ob ich jemals gegen ihn Schaden genommen habe. Jokes aside, it's such an oddly specific category, especially given the rest of the die% subcategories don't require leaving the Great Plateau. Okay, also war übertrieben, es war überzogen, alles klar, okay, gut. There's a bog, there's bees. Was ist denn Bog? Ist das Sumpf oder was? Require leaving the Great Plateau. There's a bog. Ich denke mal, es ist Sumpf, oder? Ich weiß nicht, was Bog heißt, ehrlich gesagt. There's bees, but no matter how hard you look, you won't find Master Koga on the Great Plateau. This category forces you to complete all 4 shrines to get the paraglider, and then start the Thunderhelm questline in Gerudo Town. Stimmt, du musst ja das auch noch machen. Das habe ich ganz vergessen. Aber natürlich, du musst ja auch noch den Donnerhelm besorgen, diese ganze Quest machen. Das ist ja nicht einfach, dass du zu Koga durchläufst, so wie in TOTK, weil da geht's schneller. All so that you can finally visit the Yiga hideout and fight Koga at the end. Wie dumm. It's a slight detour compared to the 59 seconds it takes for fall off a cliff speedruns. Das war noch geil. Das finde ich auch noch so cool an diesem die%. Das ist, glaube ich, der einfach. Ist das Fall of a Cliff? Wahrscheinlich ist es auch Kategorie Fall of a Cliff, ne? Weil. Das ist so witzig, ne? Er ist ja gerade hier im Eisgebiet. Er hat sich aus dem Schrein des Lebens geklippt. Das dauert 59 Sekunden, bis man das erste Mal sterben kann. Er klippt sich hier raus, ist quasi im Eisgebiet, friert dadurch und nimmt quasi Kälteschaden. Jetzt achtet auf seine Leben, ne? Achtet auf seine Leben. Fall off a Cliff speedruns. Hier nimmt er Kälteschaden. Und hier ist er schon nicht mehr, sobald er unten ankommt, ist er schon nicht mehr im Kältegebiet, aber er nimmt nur 2,5 Herzen Schaden. Also wenn er diesen Kälteschaden nicht bekommen hätte, wäre er nicht gestorben. Das ist so krass, wie präzise dieser 59-Sekunden-Speedrun ist, ne? The reason it's so bizarre is that it was created to prove a point. You see, the extensions board is meant for speedruns that aren't as mainstream as your typical any% or 100% speedruns. Was war da noch alles? Die ganzen Kategorien. Mount %. Guck! Butter dog with the butter on him. Was? Warum heißt das so? Become Monkey. Was sind das für Kategorien, Alter? Kill %, Master Sword, Dungeons, End Towers, okay. Champion %, Rake in Lake. Rake in Lake ist auch witzig. Rake in Lake ist eine Hacke, ne? Eine Hake. Dieses Werkzeug halt, ne? Dieses Dreizack-Bauern-Werkzeug-Ding. Hake, ne? Hake, nicht Hacke. Ich verwechsel es irgendwie immer. Rake in Lake, also quasi muss diese Hake einfach in den See werfen. Das ist der Speedrun. Das ist sowas, gibt es so geil, ne? Go home and die. Einfach in links Haus sterben oder was? Das ist zu wild. Friends. And there are a lot of creative categories that show off parts of Breath of the Wild that you'd never get to see elsewhere. Like Dog %, where you collect all the dog treasures by feeding the stable dog. Stimmt, das wissen auch voll viele nicht. Es gibt ja tatsächlich Schatztruhen durch Hunde, aber es sind halt keine Sidequests. Also man kann jedem Hund was zu essen geben und dann gibt er ihm quasi eine Schatztruhe. Or all minigames, where you have to complete every minigame to earn the max prize. Which is something that isn't even required in 100% speedruns. Which I know, because I'm currently running 100% over on my Twitch channel, so make sure to stop by. Ich muss Player 5 auch mal raiden. Wenn ich die Gelegenheit bekomme, muss ich den auf jeden Fall mal raiden. But if you take a look, there's a lot of random categories that, although they have different goals, boil down to the same thing.
plateau plus 1 objective. Yeah. I'm talking things like butter dog with the butter on 'em %, where you put butter on a dog as fast as possible. Das ist einfach das Speedrun. Speedrun abgeschlossen. Timer stoppen. Nice, Alter. %, where you bake bread as fast as possible. And monkey %, where you travel to Farron, listen to monkey noises while crouching, and eating a banana as fast as possible. All of which I assure you are real and take just about 15 minutes. Und er hat natürlich überall den Rekord. Digga, was ist denn mit ihm? To complete. 13 of which are the Great Plateau. Bear in mind, these categories were created back when BLSS wasn't discovered, so instead of one slide, it was a slightly different BTB setup off this Boko, depending on where you needed to go. Ich liebe BTB, ne? Ich hab den halt an der Stelle leider nie gemacht. It was a little harder, but the idea was the same. These categories exist because of how relaxed the rules for creating new categories used to be. Das ist so cool, all it took was 3 runs by different people, and then submitting a request for the category to be added. Which means that, as long as you had 2 friends with Breath of the Wild, you could fairly easily create your own categories. So. Ja, aber warum ist es die Regel? Die Regel war es einfach, wenn 3 Speedruns eingereicht werden, dann wird es als Kategorie hinzugefügt. Dann kannst du auch jeden Scheiß dazu machen. Aber okay, es ist ja auch der Fall. Aber dass es nicht noch mehr abused wurde, wundert mich fast. A group of 3 runners decided to put that to the test. And on March 25th, 2021, the real Noman, Mikey's Gone, and Senor Tapir completed the first die % Coca speedruns. These would also be the last runs for almost a full year. And then they went on to run die % Enoch's oldest kin. But the point was already made, and the rule. Du musst einfach gegen die %, einfach die %, du musst gegen den ältesten Enochs der Brüder gewinnen. Weil es genau der natürlich sein muss. Rules were changed before this banger of a category was made official. Now, runs have to involve interesting and unique routing, should not be similar to existing categories, should not be reliant on heavy luck-based requirements. Wer bestimmt das denn? Aber anscheinend wurde irgendwann eine neue Kategorie eingeführt. Digga, was ein Scheiß. And have at least 5. Nicht Kategorien, ein neues Regelwerk wurde eingeführt, dass man nicht jeden Scheiß hinzufügen kann. Dass es nicht anderen Runs zu sehr ähneln kann und irgendwie mehr als einfach nur so eine dumme Sache ist. Runs by 5 different runners. And I think that's a good change, because while meme categories can be fun, I also think that having too many categories clutters the board with categories nobody runs. So now that you know the history of the category, es sieht so ungewohnt aus, dass ein Hinox einfach ein normales Horn hat, ne? Das ist so komisch irgendwie, vor allem schwarzer Hinox. Let me walk you through a die % Coca speedrun and explain how it. Jede Speedrun-Community macht die eigenen Regeln selbst. Echt? Okay, das wusste ich gar nicht. Ich dachte irgendwie, die Seite wird von einer Person so gehostet oder von einem Team gehostet oder so, ne? Ja, keine Ahnung. Übrigens, wenn man Jäger Sneak strikt, sterben sie immer. Also, die halt im BOTW, in TOTK gibt es ja gar nicht mehr. Aber, oder? Nee, gibt's glaube ich nicht. Aber in BOTW, die werden alle gewonnetet, egal von was. Actually follows all of the new rules and makes for a surprisingly good category extension. The run starts with the Great Plateau, which is mostly unchanged. We just need to pick up a couple of extra items. Right after the Bomb Shrine, Doch, die Jäger gab's. Ja, natürlich gab's die, aber die konntest du nicht sneak-striken, weil die haben dich immer angegriffen normal. Also es gab nicht diese Jägers, die Patrouille gelaufen sind. We slide to these fire and ice arrow chests at the bog before sliding to Magnesis, since we'll be needing the arrows for later. And then, before sliding to Cryonis, we blow up this tree for a bundle of wood. Das Holz hat er auch gebraucht beim Master Sword-Ding, ne? Beim Master Sword Early-Trick. Ja, aber das ist auf jeden Fall das, was er nicht gemacht hatte, war eben mit diesen Feuer- und Eisfällen. Das verstehe ich auch nicht ganz, wofür die gebraucht werden, aber scheinbar ist das auch so ein Ding. Ja. If you know a lot about Breath of the Wild glitches, you might see where we're going with this. Fast forward to the end of Plateau, and our next stop is Gerudo Town. Sliding from the top of the temple Geil, das geeditet war richtig schön. time is high enough to make it all the way there. But instead of landing next to the shrine to start the Vi outfit quest to gain access to the town, we land all the way at the back behind the throne room. Oh, ich wollte gerade sagen, das ist ja auch nochmal ultra aufwendig, ne? Dass erst die ganzen Damenkleider bekommen muss, das dauert ja richtig lang. We then light a campfire, turn the camera up before sitting at it, which actually unloads the cutscene trigger. Genau das gleiche wie mit Master Schwert, ne? Es ist genau der gleiche Trick wie mit Master Schwert. That would normally kick Link out for not having the right clothes. This doesn't last forever, but it gives us enough time to talk to Riju, progressing the Thunderhelm quest WTF. so that Koga can spawn in before we get kicked out.
If this feels familiar, it's probably... Ich schwöre, Riju sieht so anders aus in dem Spiel. Sind das wirklich nur die Haare? Aber also ohne Scheiß, Riju sieht hier doch ganz anders aus, oder? Also die sieht doch safe auch anders aus. Also nicht nur die Haare, da ist doch safe irgendwas an der Textur am Gesicht geändert worden, oder? Da hat sie noch lange Haare, ja, ich weiß, aber also auch die Gesichtsstruktur, das sieht einfach anders aus. Sie sieht hier wirklich irgendwie jünger aus, finde ich. Aber auch Zelda sah ein bisschen anders aus. Nee, auch der Körperbau ist anders. Die ist auch in BOTW, glaube ich, kleiner. Das könnte halt sein, der wird ja auch Sinn ergeben. Kommt ein XXL-Film zu 100% Echoes of Wisdom? Ja, aber ich werde ihn trotzdem runterkürzen. Ich werde nicht einfach alle Parts zusammenklatschen. Ich werde schon auf, denke mal, so 6-7 Stunden runterkürzen oder so. Ich kann es noch nicht sagen, aber mal gucken. If this feels familiar, it's probably because you've seen or done the early Master Sword glitch before, ja, genau. which uses the same campfire trick to unload the Master Sword cutscene trigger. It saves a lot of time in this category. We're skipping talking to Benjamin, windbombing to Kara Kara Bazaar. Da machen wir sogar eine Windbombe wieder. Das ist ja untypisch, dass man in Speedruns noch Windbomben macht, aber ja. The Noboris cutscene that plays when you land. Stimmt, kommt ja auch nochmal. And since this is our first Divine Beast. Ich schwöre, er klingt einfach wie eine Spüle. Ich finde immer, Vanaboris klingt wie wenn du so Spülwasser ablässt oder wie eine Spülmaschine. So wie eine Spülmaschine klingt. Jetzt mal ohne Scheiß, oder? Achtet mal auf den Sound. When you land. And since this is our first Divine Beast. Oder? Das klingt doch wie eine Spülmaschine, erzählt mir doch nichts. Oder nicht Spülmaschine, aber irgendwie ein Spülbecken oder sowas, ich weiß gar nicht genau. Irgendwas in die Richtung. Cutscene. There's an extra Zelda cutscene after. Ja, oder, ja, danke. Ich dachte, ich bild mir das ein, Alter. Where she tells us about the Divine Beasts. We also skip selling 600 rupees worth of gems that we would need to go and get. Das kommt ja auch noch. Actually buying the clothing. And then windbombing back to Gerudo Town, which would require getting food for the extra wind bombs. Stimmt. Overall, I'd estimate it saves at least 2 minutes, probably more, since it's already around a minute faster without factoring in getting the gems and selling them at Kara Kara. This clothes skip is the unique routing that Die% Koga brings to the table. Despite her best efforts... Ach, das ist der Grund. Das ist also der Grund, warum dieser Speedrun existieren darf, weil es nicht so dumm ist, sondern weil du musst quasi noch einen weiteren Trick ausführen. Okay, da ist noch so ein Twist quasi mit drin. It's not quite fast enough to make it worth it for an all Divine Beast speedrun, since you have to sleep at the campfire twice, get kicked out twice, and get the shock arrows for the Ruta quest line elsewhere, since we normally buy them in Gerudo Town. Also habe ich es richtig verstanden, bei All Divine Beast Speedrun wird der Trick nicht gemacht, weil es da zu lang dauert? Oder? To make it worth it for an all... Despite her best efforts, it's not quite fast enough to make it worth it for an all Divine Beast speedrun. Okay, das ist interessant. Also wenn man quasi einen Speedrun macht, wo man alle Tempel abschließen muss, lohnt es sich nicht, diesen Trick auszuführen, weil du ihn mehrmals machen musst und weil du auch zweimal rausgeschmissen wirst. Das triggert Cutscenes und du brauchst Elektropfeile, die du für Naboris brauchst und die musst du im Schloss holen. Also es dauert anscheinend viel, viel länger so. Interessant. Das ist doch interessant. So this is the showcase of a really neat trick that's been around for a while, but has yet to make its way into the more mainstream runs. Once we've been kicked out, we climb up the wall and windbomb to an enemy camp to bullet time bounce over to the Yiga hideout. This part's the same as all dungeons and all main quests. Ich finde das immer wieder so interessant, wie Leute das rausfinden. Das ist echt verrückt, Alter. But the fact that the category uses BTBs in 2024 is pretty rare. For anyone not familiar with the glitch, if Link shield surfs in bullet time onto an enemy as they ragdoll, he gets launched at nearly 20 Die sehen den da oben nicht? times his initial speed. Oder nee, ich glaube nur der Bockblind sieht den, glaube ich, nicht, ne? We use them here because we need to make it over the mountain. Stimmt, ja. Man kann nur auf dem roten BTB machen, ne? Man kann nur auf dem roten Bockblind BTB machen, alle anderen Gegner muss man einfrieren. And there's still Oder alle anderen Bockblinds. Ich glaube, es geht nur auf Bockblinds tatsächlich. the best way to gain a lot of speed and height quickly. Wie auch immer man das rausgefunden hat. Warum geht es auf roten Bockblinds, aber auf anderen musst du einfrieren? Warum? Since there's no vertical BLSS. Thank Hylia. After a second BTB, we arrive at the back Es geht auf andere Gegner auch. Okay, geht nicht nur auf Bockblinds. of the Yiga hideout, which doesn't activate the Koga fight unless you enter the area through the metal door at the end of the hideout. What the fuck? Aber das Safe klippt er durch, ne? Da macht er Safe and Skew. Safe Skew, oder? Luckily, we can just shield clip through the wall to quickly activate the fight. Natürlich. Das habe ich sogar schon mal irgendwo gesehen, dass man da Shield klippen kann. Digga, das ist so verrückt. Then we get hit as fast as possible. And GG. Speedrunners have proven that not only is it possible to die to Koga, but it can be done in under 20 minutes. Subscribe for more Breath of the Wild speedrunning videos. Macht das, ja? Das ist eine gute Sache.
Wie gesagt, ich bin großer Fan von Playerfy. Ich finde den übel sympathisch. Geiler Typ. Vor allem, ich mag es, dass er auch nicht nur seine eigenen Runs hochlädt, sondern auch so eigene Videos produziert richtig. Also, ne, dass er sowas macht. Die Reaction kommt aber auch ein bisschen später erst online. Ich will natürlich erstmal, man macht das nicht, dass man Reactions schon direkt nach Upload hochlädt, aber sehr cooles Video. Das ist geiler Typ, Alter. Das ist Bro got the normal world record, now he's insane and doing this. Es ist wirklich so. Also Langeweile, okay, ich mache jetzt einfach Koga% Weltrekord so. Einfach für den Flex, weil ich habe einfach Langeweile, ich muss jetzt alle Weltrekorde brechen.